In diesem Video entführen wir dich nach Griechenland. Also lehn dich zurück, mach's dir bequem, klick den Like-Button und tauche ein in diese faszinierende Welt. Gemeinsam entdecken wir den Peloponnes. Wie immer im Leben, das Beste kommt zum Schluss. Also viel Spaß beim Entdecken. Die Burg von Pylos, auch als Niokastro bekannt, ist eine historische Festung in der Stadt Pylos auf dem Peloponnes. Unter anderem ist es eigentlich eine osmanische Festung. Man ist sich nicht sicher, ob es fränkisch oder osmanisch ist. Ich habe einige Dinge zur osmanischen Festung gefunden. Die Burg wurde im 16. Jahrhundert erbaut und dient als Verteidigungsanlage. Das sieht man auch an den massiven Steintürmen, Allgemeintürmen und an der Stadtmauer. Sie hat eine sehr strategische, gute Lage, denn sie war der Hauptakteur in der Schlacht von Navarino im Jahr 1827. Die Schlacht von Navarino fand im Oktober 1827 während des Unabhängigkeitskrieges in Griechenland statt. Die Konfliktparteien waren die osmanische Flotte, unterstützt von ägyptischen und tunesischen Einheiten, gegen eine alliierte Flotte, bestehend aus britischen, französischen und russischen Schiffen. Die Osmanen versuchten, die Kontrolle über das von den Griechen beanspruchte Gebiet zurückzugewinnen, das sich im Unabhängigkeitskampf befand. Die Schlacht endete mit einem entscheidenden Sieg für die Alliierten, insbesondere durch das aggressive Eingreifen der französischen und britischen Flotte. Der Sieg in der Schlacht von Navarino trug dazu bei, die osmanische Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer zu schwächen und ebnete den Weg für die Unabhängigkeit Griechenlands. Da hinten ist die berühmte Ochsenbauchbucht, zu der wir jetzt laufen werden. Sie ist bekannt oder berühmt durch ihre halbmondförmige Form und sie steht in einem Naturschutzgebiet, was sich daraus ableiten lässt, dass hier leider nicht gestattet ist, mit dem Wohnmobil zu stehen. Es gibt hohe Bußen und wollen wir nicht, und aus Respekt zur Natur haben wir das nicht gemacht. Sobald Ari Sand unter den Füßen hat, ist er nicht mehr zu halten. Und wir wollten ja eigentlich nur sagen, dass wir am vielleicht schönsten Strand vom Peloponnes sind. Hat man das gehört? Ich glaube, wenn Ari das wählen müsste, er würde sagen, es wäre der beste Strand. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I slow it down. Dreams are yours if you want it. Breathe the light, 'cause those ups and those downs.
Der Weg ist versperrt und Patricia hat gesagt, wir dürfen hier nicht durchfahren. Ja, du kannst doch da nicht durchfahren. Also müssen wir irgendwie auf diesem engen, steilen Weg wenden und wieder hochfahren. Und der Tag hat noch eine Überraschung für uns parat. Aber wenn wir dann an den Stellplatz kommen, ist es wunderschön. Griechenland macht echt Spaß. Wir waren jetzt da vorne im Dörfchen und haben Kaffee getrunken. Dann haben uns die Einheimischen gesagt, dass es hier eine Höhle gäbe. Und die gehen wir jetzt mal suchen, weil wir wissen nicht genau, wo die ist. Die ist nicht angeschrieben. Die heißt irgendwie Höhle von Vatsinidis und wäre schon seit Hunderten von Jahren bewohnt. Ungeheimtipp. Und jetzt schauen wir mal, ob der geheim bleibt oder ob wir den finden. So, also der erste Weg, das war falsch, es blieb noch geheim. Wir müssen irgendwie einen anderen Eingang suchen. Ah, da geht's rein. Wir sind da. Willst du irgendwie wegen Ui. Film nach vorne weg, oder? Da geht's rein. Ja. Wenn wir drin sind, ist alles entschärft. So. Also, es ist echt spannend. Es ist unten, gibt es einen Eingang vom Meer und da hinter mir scheint es echt mal bewohnt gewesen zu sein, weil die so Terrassen da reingebaut haben. Und ich glaube, wenn da die Sonne unten reinscheinen würde, dann wäre es echt mega schön. Ein wahrliches Erlebnis, wenn du hier vorbeikommst. Die ist riesengroß. Wir haben jetzt irgendwie rausgefunden, dass sie irgendwie 2400 Quadratmeter groß sein soll. Oh, und es beginnt zu regnen. Also wie man diesen Eingang jetzt findet, der Tipp ist, da ist so ein gelber Stein, den man von der Straße aus sieht. Und dann geht es da runter und dann muss man rechts da hinten ins Gebüsch. Und dann kommt da der Eingang. Jetzt sind wir an den südlichsten Punkt des griechischen Festlands gefahren, auf dem Mani-Finger vom Peloponnes, ganz runter. Das ist nicht nur der südlichste Punkt des griechischen Festlands, sondern auch der südlichste Punkt der Balkanhalbinsel und mit Tarifa zusammen der südlichste Punkt des europäischen Festlands. Die Strecke hierher war mega cool, weil die Mani, das ist irgendwie so ein kriegerisches Volk früher gewesen, die haben alles so kleine Burgen gebaut und es wird sehr viel renoviert, es wird echt schön. Und was wollen wir morgen alles erleben? Da hinten ist eben der südlichste Punkt, Kap Tenero, und da machen wir morgen eine Wanderung. Genau, man kann da zu einem Leuchtturm wandern, der wurde 1838 gebaut und das Todesorakel des Poseidons ist hier. Hier sei nämlich der Sage nach der Zugang zur Unterwelt. Oh, es wird also spannend. Und wenn uns das Wetter gut, wenn uns das Wetter gut gelingt, dann haben wir da eine coole Wanderung. Also sei gespannt, wir nehmen dich morgen früh da mit. Wir haben es geschafft. Wir sind am Kap
Tenaro. Das ist der südlichste Punkt, der wirklich begehbar ist. Da gibt es ja noch den Punkt in Tarifa, der eigentlich der südlichste Punkt von Europa ist. Nur ist es so, dass dort ein Gefängnis ist und dass man da gar nicht hin kann. Und das Kap Tenaro, also der Leuchtturm, das ist der südlichste Punkt. Der Sage nach sind wir hier im Tempel des Poseidon, beziehungsweise hier hätte er den Höllenhund losgelassen. Ganz genau weiß man das alles nicht mehr, weil diese Höhle irgendwie eingestürzt ist, aber in der griechischen Mythologie war das der Zugang zur Unterwelt. Witzigerweise ist auch hier 120 Kilometer auf dem Meer draußen oder eine der tiefsten Stellen des Mittelmeers, der Kalypso-Graben mit über 5000 Metern. Also die Leute werden hier schon gewusst haben, warum das hier ein so mystischer Ort sei. Ebenfalls soll hier das Todesorakel sein. Das war früher aber einfach ein Ort, wo man mit Verstorbenen sprechen konnte. Man kann es aber nicht mehr ganz genau nachvollziehen, wo das sein sollte, weil das halt ganz kleine Kapellenorte waren, die verdunkelt werden mussten. Ja, ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Ha. Wir sind hier auf dem Mittelfinger des Peloponnes bei den Mani. Und wer sich da mal ein bisschen einliest, das ist wirklich ein sehr interessantes Volk früher gewesen. Der Mittelfinger hier, der galt wirklich so als rechtsfreie Zone. Es wohnten viele Piraten hier und das hat einen Menschenschlag rausgegeben, der ziemlich gewalttätig ist. Es herrscht hier immer noch die Vendetta, also die Blutrache. Und es ist sogar belegt, damit hier Fehden stattgefunden haben, die über 400 Tote hervorgebracht haben. Unter anderem ist auf diesem Mittelfinger auch die Revolution losgegangen, damit die Griechen das Osmanische Reich nach 400-jähriger Regentschaft oder Knechtschaft dann endlich gesprengt haben. Hier in diesem alten Dorf kann man sehr, sehr schöne alte Trutzburgen bewundern, durchschleichen. Die einen sind schon renoviert, viele nicht. Es ist wirklich sehr spannend, wie die hier früher gewohnt haben. Es hat jede Familie einen eigenen Turm, der gut zu verteidigen war. Christianisiert wurde dieser Finger sehr, sehr spät, erst im 9. Jahrhundert wurden ganz viele kleine Kapellen hier auf diesem Mittelfinger gebaut. Und es war früher so, wenn Streit herrschte zwischen zwei verschiedenen Clans, dann wurde ganz doll die Kirchenglocke geläutet und dann wusste jeder, was Sache war. Das nächste Highlight folgt gleich. Wir besuchen das alte Schiffswrack, das 1981 hier gestrandet ist. Es heißt, wie heißt es? Dimitrios. Hat eine sehr sagenumwobene Geschichte. Man weiß nicht ganz genau, warum es zur Havarie kam. Was der Frachter alles schon erlebt hat, er wurde zuletzt auf jeden Fall als Holztransporter gebraucht. Und hier gibt es einen kleinen Stellplatz und das ist an diesen Strand gelaufen. Und wir spazieren da jetzt mal hin und machen ein bisschen Abenteuer. Wir sind hier in der Stadt Monemvasia und die ist ganz speziell gebaut. Sie hat unter anderem ganz kleine Gassen, steinige Häuser und sie hat eine reiche Geschichte bis zum 6. Jahrhundert zurück. Unter anderem auch das Stadttor oder der Eingang, den du vorhin gesehen hast. Das ist der einzige Eingang und ja, es ist ziemlich schön da.
Wie schon erwähnt, hat Monem Vasia eine sehr rege und spektakuläre Geschichte, angefangen im 6. Jahrhundert mit der byzantischen Ära. Denn da hat sich eigentlich Monem Vasia als Handelszentrum und mit der strategisch bedeutsamen Festung etabliert. Das Ganze ging dann weiter mit der Frankenherrschaft, und zwar während des 4. Kreuzzuges im 13. Jahrhundert wurde Monem Vasia von den Franken erobert. Die Stadt blühte unter ihrer Herrschaft als Handelszentrum auf und wurde zu einem bedeutenden maritimen Knotenpunkt. Dann in der venezianischen Periode kam dann Monem Vasia unter die Kontrolle von Venedig. Die Venezianer verstärkten die Festungsanlage weiter und die Stadt behielt ihre Bedeutung als Handelsposten. Dann mit der osmanischen Eroberung im 16. Jahrhundert marschierten eben die Osmanen hier ein und haben Monem Vasia zu einem wirtschaftlichen Niedergang geführt. Die Stadt verlor ihre einstige Rolle als Handelszentrum, behielt aber ihre strategische Bedeutung. Und dann in der Unabhängigkeit und Moderne, im Laufe der Zeit verlor Monem Vasia an Bedeutung. Während des griechischen Unabhängigkeitskrieges im 19. Jahrhundert spielte die Stadt jedoch eine Rolle als Zufluchtsort für Griechen, die sich vor den Osmanen schützten. Und somit hat Monem Vasia nicht nur eine sehr rege, ausführliche Geschichte, und sie dient heute viele Touristen kommen hier hin und schauen sich diese wunderschöne Stadt an, und wir können das also wirklich empfehlen, was du hier mal bist. Das ist definitiv auch ein Highlight auf dem Peloponnes. Mittlerweile sind wir am Salante Beach angekommen. In dieser Region gibt es einiges zu entdecken. Unter anderem steht hier eine Hotelruine aus den 70er Jahren und die schauen wir uns jetzt mal an. Das Hotel wurde in den 70er Jahren erbaut und in den 80er Jahren kam der Bischof und wollte das Ganze nicht, denn das war ein FKK-Hotel, und hat das Ganze wieder aufgelöst und wurde zum normalen Hotel, also kein FKK-Hotel mehr. Dann 1996 kam dann der Ruin und sie mussten schließen, und jetzt ist es noch eine Ruine.
Mit der Festung Akrokorinth bei uns im Hintergrund schließen wir die Umrundung des Peloponnes, der Peloponnes, das Peloponnes. Wir wissen es immer noch nicht. Habe schon den Kanal besucht und fahren morgen weiter Richtung Thessaloniki. Gespannt, was uns da wieder alles erwartet. Wir hoffen, dir haben diese Highlights des Peloponnes gefallen. Du konntest das eine oder andere für dich mitnehmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann Abonniere unseren Kanal, gib dem Video ein Like, schreib einen Kommentar, das freut uns immer sehr und lass Liebe da. ganz genau, das ist das Wichtigste. Lass viel Liebe da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.